und willkommen. Ich habe wieder mal gebacken. Es gibt eine Pfirsich-Maracuja-Torte. Für den Kuchenteig gebe ich 2 Eier in eine Rührschüssel und schlage sie ein wenig auf. Nach 30 Sekunden gebe ich Wasser sowie Zucker dazu. Nach 1 bis 2 Minuten sieht die Masse so aus. Sie ist zwar schon schön schaumig, hat aber noch nicht genug Standfestigkeit, wenn ich die Schläger vor und zurück bewege. Also schlage ich noch ein wenig weiter und wenn ihr darauf achtet, könnt ihr jetzt sehen, dass die Masse beim Hin- und Herfahren der Schläger stabiler geworden ist. Jetzt ist es gut und ich füge die gemahlenen Mandeln hinzu. Alles wird mit dem Mixer kurz durchgerührt, aber nur ganz kurz, um die Mandeln ein wenig zu verteilen. Diesen Arbeitsgang habe ich deswegen mal wieder ungekürzt dargestellt. Die Feinarbeit wird von Hand mit dem Teigschaber erledigt. Dabei fahre ich damit am unteren Außenrand entlang und führe ihn hoch in die Mitte. Mit der linken Hand drehe ich die Schüssel ein Stück weiter, so lange bis ich einmal rum bin und die Mandeln gleichmäßig verteilt sind. Am Boden der Springform habe ich ein Backpapier eingespannt und eingefettet. Der Rand wird nicht eingefettet. Der Teig wird eingefüllt und anschließend wird die Form hin und her gerüttelt, um ihn gleichmäßig zu verteilen. Die Backzeit beträgt 25 Minuten bei 160 Grad Celsius Ober-Unterhitze. Dies kann natürlich ofenbedingt variieren. Nach dem Backen stürze ich die Form kopfüber auf ein Kuchengitter, damit der Teig beim Abkühlen nach unten hängt und weniger zusammenfällt. Das ist auch der Grund, warum ich den Rand der Springform nie einfette. Der daran klebende Teigrand verhindert, dass er runterfällt. Nach 10 Minuten drehe ich die Form wieder um, schneide mit einem Messer entlang des Randes, um den Teig zu lösen, öffne und entferne ihn, ebenso die Bodenplatte. Das Backpapier wird gelöst, indem ich den Teig auf die Hand lege, kurz umdrehe, das Papier löse und wieder zurück auf das Kuchengitter lege. Vorher teste ich allerdings, ob der Teig nicht noch zu heiß ist. Nun kann die Skür-Füllung vorbereitet werden. Wenn man mit Gelatine arbeitet, ist der erste Arbeitsschritt immer, diese zunächst in kaltem Wasser einzuweichen. Für die Zubereitung des Maracuja-Saftes werden die Maracujas aufgeschnitten. Da ich Kerne nicht mag, kratze ich deren Inhalt in einen Zerkleinerer und gebe auch noch etwas Limettensaft dazu. Ein Pürierstab müsste ebenfalls funktionieren. Alles wird nur kurz angemixt, denn es soll lediglich die glibbrige Außenhaut um die Kerne zerteilt werden. Die Kerne sollten möglichst wenig zerkleinert werden. Anschließend wird alles in ein feines Sieb gegeben und passiert. Ein Eiweiß wird mit Zucker und ein paar Tropfen Limettensaft zu einem festen Schaum aufgeschlagen. Der Maracuja-Saft wird zum Skür gegeben und untergerührt. Die Gelatine wird aus dem Wasser genommen, ausgedrückt und in der Mikrowelle knappe 20 Sekunden lang erhitzt, wodurch sie schmilzt. Nun wird ein Teelöffel des Skür in die Gelatine gegeben und untergerührt, danach ein zweiter. Würde man die Gelatine gleich zum Skür geben, könnte es sein, dass sie dort zu schnell auskühlt, wieder fest wird und dann hat man Gelatinefetzen in der Füllung, die ihrerseits dann natürlich nicht fest werden kann. Diese Mischung wird nun auf die eigentliche Füllung geschüttet und untergerührt. Anschließend gebe ich den Eischnee darauf und rühre auch diesen unter. Mit dem Mixer funktioniert das nur bedingt, weswegen ich diesen Vorgang von Hand mit dem Teigschaber beende. Auch hier wieder vom Grund der Schüssel entlang des Randes hoch zur Mitte fahren und mit der anderen Hand die Schüssel drehen, so lange bis eine homogene Masse entstanden ist. Nun kann der Pfirsich vorbereitet werden. Da sich Pfirsiche meist schlecht schälen lassen, müssen sie kurz blanchiert werden. Dazu gibt man sie für 1 Minute in kochendes Wasser und schreckt sie anschließend unter kaltem Wasser ab. Wenn man sie nun vorsichtig drückt, kann man merken, dass sich die Haut verschieben lässt und sie also gelöst werden kann. Dann wird der Pfirsich entlang der Kerbe eingeschnitten und die beiden Hälften werden gegeneinander gedreht. Bei einem reifen Pfirsich löst sich nun eine Hälfte leicht vom Stein und auch aus der anderen Hälfte lässt sich dieser einfach entfernen. Da ich hier einen großen Pfirsich habe, schneide ich die Hälften in 3 Teile und jedes Sechstel in Scheiben von 3 bis 4 mm Dicke. Diese Stücke lege ich nun in meine vorbereitete Backform wie gezeigt.
Darauf gieße ich ungefähr die Hälfte der Skürfüllung und streiche sie sorgfältig in die Zwischenräume. Die kleinsten Pfirsichreste werden in kleine Stücke geschnitten und zur zweiten Hälfte der Füllung gegeben. Der Teigboden muss nun noch horizontal halbiert werden. Dazu lege ich ihn auf ein Brettchen von 1,5 cm Dicke. Dahinter lege ich ein Brett von 3 cm Stärke, welches mir nun als Führung für mein langes Messer dient, welches ich natürlich beim Schneiden waagerecht halten muss. Die obere Hälfte wird nun kopfüber auf die Creme in der Springform gelegt und fest angedrückt. Darauf schütte ich die zweite Hälfte meiner vorbereiteten Füllung. Mit einem Teigschaber verteile ich sie gleichmäßig und achte dabei besonders darauf, dass sie in den Zwischenraum am Rand fließt, damit ich später einen gleichmäßigen Kuchenrand habe. Darauf wird nun die zweite, untere Hälfte des Teigbodens ebenfalls kopfüber gelegt. Auch diese wird fest angedrückt, möglichst so, dass die Füllung am Rand hochkommt. Geschafft! Jetzt muss die Torte bzw. die Gelatine noch fest werden. Das geschieht am besten über Nacht oder während mindestens 6 Stunden im Kühlschrank, zugedeckt natürlich. Am nächsten Tag reibe ich noch etwas Schokolade auf einer Mikroplanreibe für die Randverzierung. Zum Lösen des Kuchens aus seiner Form nehme ich ein Messer und fahre vorsichtig am Rand entlang. Anschließend setze ich eine gerade Platte darauf und drehe die Form von unten nach oben, löse den Rand, entferne die nun oben liegende Bodenplatte sowie die Plastikfolie. Nun zeigt sich die Oberseite der Torte. Der Rand ist schön ebenmäßig geworden und man könnte die Torte auch schon so servieren. Wer sich den folgenden Arbeitsgang sparen möchte, stürzt den Kuchen am besten also gleich auf die Kuchenplatte. Um die geriebene Schokolade nun am Rand anzubringen, gebe ich sie auf einen Löffel, den ich in der linken Hand halte, und mit der rechten Hand streife ich sie hoch unter Zuhilfenahme eines Spachtels. Diese Arbeit erfordert etwas Geduld und außerdem ist sie mit etwas Sudelei verbunden. Zum Umsetzen der Torte auf eine Kuchenplatte nehme ich einen Tortenheber und schiebe ihn, soweit es geht, unter den Kuchen. Den linken Teil hebe ich mit einem breiten Messer oder mit dem Spachtel an und setze ihn auf die bereitstehende Kuchenplatte. Beim Filmen ist das etwas umständlich, da entweder die Kamera im Weg ist oder die Kuchenplatte nicht im Bild. Den Spachtel ziehe ich vorsichtig zurück und hebe damit den gegenüberliegenden Teil an, um auch den Tortenheber ohne Verluste zu entfernen. Das wäre geschafft. Jetzt kann die Torte auch sofort genossen werden. Hier seht ihr, wie ich sie anschneide. Die Pfirsichstückchen ließen sich problemlos zerteilen. Und so sieht das gute Stück von innen aus. Der Schokoladenrand passte wunderbar zum Geschmack von Maracuja und Pfirsich. Zusammen mit einer Tasse Earl Grey war diese Torte ein Hochgenuss. Ich hoffe, ihr probiert sie einmal aus. Wenn ihr jemanden kennt, der auf der Suche nach einem Rezept ist, könnt ihr das Video gerne teilen. Auch über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen oder noch besser, ihr abonniert meinen Kanal. Es ist umsonst. Ihr könnt mir auch auf Instagram und Facebook folgen. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Viel Spaß beim Backen und Genießen und wie immer guten Appetit!